die Wirkung vom Wald im Auslaufgebiet von Rutschungen und Hangmuren zu studieren, haben wir 3 Sachen gemacht. Das erste war, wir haben eine Datenbank in der Schweiz, wo man sieht, wo Hangmuren aufgetreten sind. Also viele sind außerhalb vom Wald, wenige sind im Wald, die haben wir dort besucht und auch der Wald dort charakterisiert, also Aufnahmen genommen. Das zweite waren Laborexperimente bei uns an der Havel. Da haben wir eine Rutschbahn gebaut, kleine Bäume mit Holzklötzli draufgesetzt und dann geschaut, mit und ohne Wald, wie weit kommen die Rutschungen und wie schnell gehen sie. Und zuletzt haben wir das auch versucht zu simulieren in ein 3D-Simulationsmodell, das dann auch erlaubt hat, zu spielen mit verschiedenen Settings, dass man studieren kann, wie und wie groß ist diese Waldwirkung gegen Hangmuren. Wie zu erwarten, konnten wir sehen in den Resultaten der Analysen der Rutschungen in den Datenbank, also die vergangenen Ereignisse im Wald und im Freiland, dass die Auslauflängen im Wald kürzer sind als im Freiland. Wir konnten auch sehen, dass viel Material hinter dicke Bäume abgelagert werden kann, viel mehr als hinter dünnere Bäume, was auch logisch ist. Aber das Wichtigste, was rauskam, dass die Standzahl, also wie viele Bäume im Wald herumstehen, eigentlich bestimmend ist für diese Schutzwirkung. Was wir also suchen in der Praxis, ist jetzt eine gute Kombination zwischen dicke und dünne Bäume, weil wenn es viele dicke Bäume hat, hat es wenig Bäume im Wald. Und wenn es dünne Bäume hat, hat es meistens mehr. Und wir müssen also wirklich das Optimum suchen dort. Die Laborexperimente haben gezeigt, dass der Wassergehalt, also wie viel Wasser ist im Material drin, sehr bestimmend ist. Wenn es sehr flüssig ist, hat der Wald fast keinen Einfluss. Wenn es etwas trockener ist oder weniger flüssig, hat der Wald eine gute Schutzwirkung. Das konnten wir auch sehen in den Simulationsmodellen. Die haben uns erlaubt, mit verschiedenen Situationen zu spielen. Wir haben Risikoberechnungen gemacht, also wie groß sind die Schäden wegen Hangmuren entlang von der Gotthard-Autobahn zum Beispiel. Und dort konnten wir sehen, dass die Präsenz vom Wald die Schäden bis zu 6.000 Franken pro Jahr reduzieren kann. In der Schweiz haben wir Richtlinien für die Pflege von Schutzwäldern. Wenn man Schutzwälder nicht pflegt, entwickeln sie sich natürlich weiter und dann entsteht nicht unbedingt das Waldbild, das ideal ist für den Schutz gegen Lawinen, Steinschlag und Rutschungen. Zurzeit wird diese Richtlinie für Rutschungen überarbeitet und die Ergebnisse konnten helfen, diese Richtlinie zu verbessern, indem die Schutzwälder gegen Rutschungen in Zukunft noch besser gepflegt werden.